mega entspanntes Segeln. Das macht wirklich Spaß. Schnell, hilf mir! Wir sind komplett versteuert. Und wenn die sich getroffen haben, dann haben die sich so aufgestellt. Christoph hat sich gerade hingelegt. Der ist ja heute Morgen um 3 aufgestanden und schon losgefahren. Und ja, jetzt darf er sich mal ein bisschen hinlegen. Hier geht sowieso immer nur geradeaus, platt vorm Wind sozusagen. Wir sind achterlich unterwegs, also achterlicher Wind. Die Genua steht, der Besan steht und ja, es geht einfach nur geradeaus, sind flott unterwegs. Der Wind ist wie vorhergesagt. So in einer Stunde 2 dreht er dann noch ein bisschen, dass wir noch ein bisschen abfallen können auch. Und dann können wir auch das Groß noch dazu setzen. Dann sind wir vielleicht noch ein bisschen schneller unterwegs. Ja, ist nach wie vor ein bisschen Welle, schaukelt ein bisschen, aber ist alles super. Also es ist mega entspanntes Segeln. Das macht wirklich Spaß. Ich freue mich auf Ibiza, auf Formentera. Formentera ist ja so ein Herzensort von mir und ich mag das einfach unheimlich gerne und es ist wirklich schön. Ich hoffe, dass wir da jetzt ein paar Tage verbringen können, bevor der nächste Mistral oder Tramontana kommt. Zum nächsten Wochenende ist er angesagt. Mal gucken, kann sich auch noch verändern, wir werden sehen. Und sollte er aber kommen, dann fahren wir eben hoch nach Ibiza, Richtung Calatarida oder so und werden uns da geschützt hinlegen. Also ist genau schon überlegt und durchdacht, ist alles nicht so weit, keine Distanzen und da freuen wir schon. Ich habe jetzt noch mal einen Appell an alle, wartet euer Boot. Wartet euer Boot immer regelmäßig rechtzeitig. Nicht, dass euch das passiert, was wir jetzt haben, das Stück für Stück kaputt geht, wenn ihr es doch mal ein bisschen mehr belastet. Hier ist 3 bis 5 Jahre nichts gemacht worden und das kriegen wir jetzt alles präsentiert. Das Boot sagt an jeder Ecke und an jeder Stelle, hier auch nochmal, hier will ich noch, mach mal nochmal und ja. Also wir dachten, wir ziehen ein, fahren los und wir hätten doch erstmal noch viel mehr machen müssen, als wir gemacht haben. Wir haben ja schon einiges gemacht. Du steckst nicht drin. Wir werden im Winter versuchen aufzuholen, was geht. Wir werden nicht alles schaffen. Das ist nicht machbar. Es ist zu viel dafür, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, auf den Stand zu kommen, mit dem wir dann vielleicht sogar weiter wegfahren können als nur 2 Tagestouren wie jetzt im Moment. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. wieder komplett versteuert. Schnell, komm her. Hilf mir, hilf mir. Schnell, hilf mir. Wir sind komplett versteuert.
Kann ich gleichzeitig das Dings aufmachen und steuern? Wo muss ich hin? Nach links? Nach links. Entschuldigung, Alles gut. das Ding Jetzt war geh auf. auf Kurs. Bin ich nicht auf. Du musst weiter hoch. Weiter hoch. Nein, nicht in die Richtung. In die andere Richtung. Alles gut. Steuert der immer wieder. Geh lieber nach dem Wind. Geh nach dem Wind, mach dann den Autopilot an und dann. Kannst du bitte übernehmen? Mach das mal. Ich krieg's nicht hin. Das ist schon wieder voll. Autopilot steuert nicht. Kannst du ihn mal bitte unten ausklicken und wieder anklicken? Das ist das Steuerrad noch. Ja. Hier ist aus. Ja. Ist an. Der steuert nicht. Das war ein ganz schön großer Schreckmoment für mich. Ich hatte überhaupt nicht mitbekommen, dass der Autopilot einfach komplett den Dienst quittiert und dazu noch blockiert hat. Ich fasse hier das einmal kurz zusammen mit den entsprechenden Ausschnitten. Hier sieht man den Autopilot noch ganz brav arbeiten. Ich hatte zwar das Gefühl, es stimmt was nicht, aber der Blick auf den Plotter, ja, das ist bei uns am Steuerstand noch das Handy oder das Tablet, zeigte keine Unauffälligkeiten. Aber anscheinend ist genau in diesem Moment der Autopilot auch ausgestiegen. Das sieht man hier, dass er hier nicht mehr arbeitet. Da augenscheinlich aber alles okay war, setze ich mich gemütlich in die Ecke. Doch mein Gefühl sagte, hier stimmt irgendwas nicht. Also gehe ich wieder ans Steuer und dann war es auch schon zu spät. Die Genua stand in ihrer vollen Größe Back. Eigentlich ist das kein Problem, doch der Autopilot blockierte ja zunächst das Steuerrad. Ein mehrmaliger Neustart löste das Problem allerdings auch nur für eine kurze Zeit. Ein weiterer Punkt auf unserer sowieso schon so langen Liste. Hier könnt ihr auch mal einen schönen Screenshot unseres Kurses sehen. Uns hat es schon ganz schön verhauen.
Hat so ein bisschen was von Kirmes, ne? Ja, aber ich wollte es gerade filmen und kaum Kamera ist an, ist alles weg, kaum ist die Kamera aus, geht's wieder los. Ja. Ja, da sind sie wieder, die wollte ich gerade haben. Ja. Das ist so ein magisches Gerät zum Wellen wegmachen, ne? Dein Handy. Ja, irgendwie schon. So, wenn ich es jetzt gleich wieder anmache, sind sie wieder weg. Ja, voll, wahrscheinlich. voll die Wellenberge. Ich hatte vorhin geschlafen und Marion hat mich dann geweckt, weil der Autopilot ausgestiegen war und auf einmal die Genua-Back stand. Da war ein bisschen Unruhe hier. Wir können es uns nicht erklären. Der quittiert teilweise einfach seinen Dienst, hält dann das Steuerrad weiter fest, aber steuert nicht mehr. Naja, also er geht zumindest aus, wenn man ihn ausmachen will. Wir haben ihn dann wieder auf Kurs gebracht und bin ein bisschen von Hand gesteuert, haben ihn dann wieder zum Laufen bekommen. Dann ist er irgendwann nochmal ausgestiegen, aber jetzt so seit einer guten Stunde steuert er jetzt wieder zuverlässig. Ich finde das ja echt schön, du sitzt hier und grinst. Ja, nun. Das wäre auf dem anderen Boot wäre das undenkbar gewesen. Ja, das ist richtig. Also auf der Arriva würde ich jetzt hier in der Ecke, festgekrallt in der Ecke sitzen. Und große Augen machen. Ja, Augen zu. Aber es ist halt, du sitzt hier halt wie in so einer, Badewanne. ja, wie auf dem Sofa und guckst ins Fernsehen. So, oh, guck mal, große Wellen, hui. Aber geht dich irgendwie nichts an, ne? Nö. Ja, doch schaukelt ein bisschen, ne? Aber ist alles gut. Also wir haben seit kurz hinter Cabrera, ich bin sehr hoch gefahren, damit ich den Wind bekomme. Ich hatte da so ein Starkwindfeld gesehen, was sich sehr weit zieht, aber dazu muss ich eine bestimmte Höhe erreichen. Und die habe ich erreicht und wir haben das Starkwindfeld oder das Windfeld haben wir. Und wir haben jetzt die ganze Zeit so zwischen 15 und 20 Knoten Wind. Und deswegen hat sich auch diese Welle aufgebaut. Was so ein kleines bisschen schade ist, wir können im Moment nur unter Genua laufen, weil wir so weit Raumenwind haben, dass das Gros die Genua verschattet. Aber den Knoten oder 1,5 Knoten mehr könnten wir brauchen, damit wir noch in der Helligkeit ankommen. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen, aber es ist auch nicht so schlimm. Wir kennen den Platz und wir wissen, dass da kein Seegras ist, also ist es für die erste Nacht auch ziemlich egal. Vorne ist Land in sich, Formentera ist zu sehen. Ja, war eine schöne Fahrt. Da ist ein bisschen haben wir noch. Ja, jetzt sind es nur noch 10 Meilen. Die Sonne ist gerade hinter den Wolken verschwunden, die werden wir heute nicht mehr sehen. Das war eine sehr, sehr wellige Fahrt, aber eine flotte und
trotzdem angenehme Fahrt Ja. und ich fand sie sehr abwechslungsreich irgendwie. Also es ist zwar nichts passiert, aber ich konnte stundenlang auf die Wellen gucken. Es war ein schönes Segeln, also Ja. auf jeden Fall. Und ja, da merkt man halt doch wieder, dass dieses Boot segeln möchte. Ja, Sie das stimmt. möchte segeln und nicht motoren und nicht im Hafen liegen. Nee. Und wir auch. Also ich hatte gerade noch gesagt, können wir nicht zum Kanaren einfach durchfahren. Ich bin gerade im Groove. Naja. Was besonders schön war heute, wir hatten 2 Wellensysteme, die so aufeinander zugelaufen sind. Und wenn die sich getroffen haben, dann haben die sich so aufgestellt und das hat hin und wieder so 4, 5 Wellen hintereinander gegeben oder jetzt teilweise auch noch, die besonders hoch waren und das fand ich total Ja, faszinierend. das war wirklich. Also da war es dann so ein richtiges Geschaukel. Ja. Ja. Unser Zeitplan geht fast auf. Wir kommen so ungefähr in 2 Stunden ungefähr an. Also das ist dann, Ja, jetzt ist kurz nach 8. ja, also kurz nach 10 werden wir ankommen. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, wie es am Liegeplatz ist, weil es könnte ein wenig unruhiger sein. Aber ab morgen ist es ruhig. Ja, jetzt haben wir so viele unruhige Nächte hinter uns, da macht jetzt eine mehr oder weniger jetzt auch nichts mehr aus. Können wir Also, ja doch durchsegeln nach Formentera. da ist Formentera. Zum Kanaren. Das heißt Fuerteventura bei den Fuerteventura. Kanaren. Ja, genau. Fast. Ja, ist fast. Ja, vielleicht schon ein bisschen durchgeschaukelt und ein bisschen, Ja, vielleicht einfach ankommen, ja, ankern, schlafen. ja. Auch eine gute Möglichkeit. Ja, das stimmt. Die letzten Meilen. Ja. Ist dann noch gut. Ja.